Aufzugbereich ist schön hell. Auch alles sehr schön hell gemacht. Sehr einladend. Und ruckzuck sind wir bei uns an der Kabine. Wir haben die Veranda-Kabine Komfort, Kabine 17068 und müssen jetzt 90 Minuten auf unseren PCR-Test warten. Die Zeit nutzen wir einfach mal, die Kabine ein bisschen vorzustellen. Wie ihr seht, ist das hier der Schlafbereich. Und hinter dem Schlafbereich ist dann auch noch eine große, schöne Couch. Ja, auf jeden Fall hier eine extra Steckdose direkt am Bett für USB, das ist gut. Auf der anderen Seite der Couch ist der Fernseher. Und gleichzeitig hier für die Damen ein Schminktisch, den man umklappen kann und dann zum Schreibtisch benutzen kann. Ja. Und 2 USB-Anschlüsse direkt, das ist natürlich auch sehr praktisch. Sogar hier unter dem Spiegel ein wunderbares Fach für den Laptop. Wenn wir unterwegs sind, kann ich das einfach zuklappen. Toll. Der Fernseher ist vom Bett aus etwas schwierig zu erreichen, aber man kann ihn etwas kippen. Zwar nicht viel, aber bis hierhin kann man ihn kippen. Ja, okay, naja. Wir wollen ja nicht Fernsehen gucken, sondern Schiff fahren. Und man kann ja auch Fernsehen gucken, indem man hier auf der Couch sitzt. Gucken wir mal weiter. Einen begehbaren Kleiderschrank haben wir auch noch nicht erlebt. Ja. Ist eine sehr feine Sache. So, entsprechend hier, da steht schon die Handtasche von Marina. Hier sind die Kleiderbügel, hier oben sind die Schwimmwesten. Bei AIDA sind die Schwimmwesten in der Kabine. Bei meinem Schiff sind die Schwimmwesten an den Musterstationen. Und ich bin jetzt im Kleiderschrank drin. Und ich werde dich jetzt einsperren. Also da kriegt man wirklich keine Platzangst. Wirklich schön gemacht. Jetzt schicke ich Marina in den Schrank. Hier sind auch im Endeffekt sofort die Handtücher. Dann gibt es wahrscheinlich hier keine Handtuchausgabe. Die sind auch gleich hier drin. Dann haben wir hier unten 2 Decken, die man auch an Bord benutzen kann. Oder man muss sie dann halt eben immer wieder mitnehmen. Wahrscheinlich, wenn man auf der draußen sitzt, ist es ja ein bisschen kalt, kann man die Decke nehmen. Hier ist ein Bademantel drin für jeden. Also hier ist der Tresor. Und hier hat man reichlich Platz, seine ganzen Sachen unterzubringen. T-Shirts muss man natürlich schräg legen. Kommt immer darauf an, wie man es gefaltet hat. Und hier ist halt alles, was man hinhängen möchte. Meine ganzen Kleider. Ich habe gar nicht so viele Kleider diesmal mit. Aber ein paar. Hier unten steht mein Koffer und meine Handtasche und mein Rucksack. Den kann man hier mit hin tun. Sodass im Endeffekt der Wohnbereich ordentlich und sauber aussieht und man nicht immer alles da rumstehen hat. Ich muss sagen, das ist richtig gut mit dem begehbaren Kleiderschrank. Ja, die Lösung finde ich sehr praktisch und sehr toll. Man hat das Zeug dann nicht überall rumliegen und rumstehen. Wie zum Beispiel jetzt gerade. Meine Fotoausrüstung, die verschwindet dann auch im Kleiderschrank und liegt nicht mehr rum. Jetzt ist der Kleiderschrank eingeräumt. Das ist schon der Hammer. Echt genial. Und wem gehören die ganzen Schuhe? Aller Marina. Wie bitte? Frauen brauchen sogar viele Schuhe. So, dieses Zimmer haben wir noch gar nicht betreten, also wir werden mal schauen. Oh, das ist ein Badezimmer, Ja. auch geräumig und groß. Also Die Dusche ist sehr schön gemacht. Mal aus der Dusche raus, der Waschtisch. Also sagen wir mal, das Badezimmer ist ausreichend groß. Gefällt mir gut. Ja, hier ist die Toilette. Handtücher, zweifarbig. Da kann man sich auch nicht vertun. Du nimmst das Dunkle, ich nehme das Helle. Jetzt in eingeräumtem Zustand. Alles hat seinen Platz. Auch die Dusche ist groß und geräumig. Da passt jeder rein. Jetzt schauen wir uns mal den Balkon an. Guck mal, wir haben hier wirklich eine Hängematte. Die hängt da. Und man kann im zweiten Teil, wo ist da unten aufhängen? Da unten. Da. Hier hin.
Das unterscheidet vermutlich die Verandakabine Komfort von der normalen Verandakabine, dass wir eine zusätzliche Hängematte haben. Und also die ist auch schon ordentlich breit. Allerdings können wir hier gleich die Nachbarn sehen durch die Lücke. Also kann man auch durchkriechen theoretisch. Also wenn man die wahrscheinlich als Familienkabinen nimmt, dass man zwei nebeneinander hat. Also wir sind hier, wie ihr sieht, wir sind hier im Innenbereich des Schiffs. Also die Kabinen sind nicht so weit außen, die Balkonkabinen. Oben unterm Dach ist unsere Verandakabine. Ich hänge jetzt mal die Hängematte auf, gucken wie das aussieht. Anscheinend war das hier ein schwarzes Seil und hier drüben ein schwarzes Seil. Ja. So scheint es richtig zu sein. Oh, so hat das noch nie gemacht. Der alte Mann und die Hängematte. Ob das jetzt so bequem ist, weiß ich auch nicht. Also wenn du schnarchst, kannst du hier draußen schlafen. Ja, genau. Schmeiße ich dich nachts raus. Ich dich. Besonders bei Seglern ist das wahrscheinlich besonders schön, wenn man dann in den Schlaf geschaukelt wird. Ja, das ist eine Maßnahme. Und jetzt geht Marina mal da rein. Ich stelle mich doch immer so doof an. Wenn du so ein kleines Baby hast, das kannst du dann hier reinlegen und dann schläft das dann. Und wenn das Schiff noch andersrum schaukelt, dann hast du so das Rollen dann und dann geht das schneller mit dem Kotzen. Das ist jetzt der Nachteil von einer Kabine im 17. Wir sind zwar vor Regen geschützt, auch in Tropen vor Sonne, aber hier jetzt bei der Temperatur hätten wir natürlich gern die Sonne, aber die gibt es erst 2 Decks tiefer. Was ist gut und was ist weniger gut hier in unserer Kabine? Das Gute ist sicherlich der begehbare Schrank, der ist einfach fantastisch und sorgt für mega Platz hier und Ordnung in der Kabine. Das Weitere ist die Dusche, die ist wirklich richtig groß, da kann man sich toll drin bewegen, das Badezimmer ist top. Auch kleine Gimmicks mit dem Schreibtisch, wo man den Laptop wunderbar unterbringen kann, sind auch ganz schön. Weniger schön ist der Balkon, der ist zwar richtig schön groß, aber durch die Überdachung haben wir hier keine Sonne. Wenn die Sonne scheint, das ist natürlich hier in den Breiten nicht so optimal. In richtig warmen Gebieten braucht man die Sonne nicht unbedingt, da ist die Luft warm genug, aber hier hätten wir doch gerne Sonne gehabt. Beim nächsten Mal würde ich 2 Decks tiefer buchen. Insgesamt ist die Kabine toll. Bis bald.